Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Voice of Nation. Heute wählen wir die Lernprogramm Nummer 5 heute starten. Erfahrene Echtzeitstrategiespieler. Fangen wir einfach mal direkt an und gucken mal, was rauskommt. England has stabilized under the rule of the legendary King Henry VIII. During his 38-year reign, he will marry 6 times, break with the Catholic Church, and fight several wars. Early in Henry's reign, the King of Scotland invades England. To secure his throne, Henry must master the rapidly changing nature of warfare while effectively running his country. The Scottish, led by King James IV, have invaded northern England and captured a number of strongholds. The English army is marching north to face them, but for the time being, English citizens must fend for themselves. We must defend against the Scottish raids and prevent Winchester from falling under the rule of King James. Protect your citizens or they'll be killed by the Scottish. You don't have any military units nearby and don't have time to train any, so we'll have to sound the alarm, which will bring our citizens to safety within the city. First, select your city. Good job. Citizens near the city will run to the nearest city, fort, or tower for safety. The citizens in hiding will fire arrows at their attackers. The Scots have had enough and are retreating. I think we are safe for a while, so we can send our citizens back to work. Select your city again. Select the All Clear button to send your citizens back to work. Good job. Now your citizens will return to where they worked before you sounded the alarm. The king knows of our situation, and we've been assured that reinforcements are coming. We must continue gathering resources while we wait for protection to arrive. We need to replace the woodcutters' camp that was destroyed in the raid. On the right side of our nation, there is a large forest far from Scottish eyes. Unfortunately, we can't establish a woodcutters' camp there because the forest is beyond our national borders, which is indicated by the red line. A nation cannot build outside its borders, so we will need to extend our borders. One of the best ways to increase your territory is by building new cities. Let's try to build one near the woods. Select one of your citizens. Select the Buildings button. You can see that the Build City option is grayed out. Some buildings require certain technologies before they can be built. If you move the mouse over the Build City button and read the help text, it states that building the city requires researching civics at the library. So let's go to the library and research civics. Excellent work. With each blue civics technology you research, you can add an additional city to your nation. Now build a city near the forest on the right side of your nation. Also ziemliches Lernprogramm, der zeigt jetzt zum Beispiel den Alarm für die Stadt selber, dass man den Alarm auch machen kann, dass die ganzen Bürger aus Seite, also beziehungsweise in Sicherheit gehen können. Now most of the forest is within our territory and we can build a woodcutters camp. Build a woodcutters camp near the forest. Try to find a spot where 8 or 9 citizens can work. So, damit bauen wir jetzt nochmal einen Holzfäller auf. Also ich mache jetzt zumindest die Aufgaben, die jetzt gemacht werden müssen. Gut, ich habe jetzt natürlich jetzt keine Leute für Holzfäller über. We need to fill the woodcutters camp with workers. One quick way to assign new citizens to the woodcutters camp is to give the city a rally point. A rally point directs units to go to a specific location when they are built. Select your new city. Now select the rally point button in the city's interface. Also, damit werden wir jetzt die Fahne nehmen. New citizens created at the city will immediately start work. Good. Now all the citizens created at the city will go to work at the woodcutters camp. If you create more citizens than there are openings, they'll move near the camp and wait for your command. Now create enough citizens at your new city to fill the woodcutters camp to capacity. Remember to move your mouse over your woodcutters camp to see how many you need. Also erstmal sollte ich jetzt erstmal genug Bürger ausbilden, damit die Holzfällerei jetzt erstmal voll wird. Und nebenbei werde ich jetzt auch nochmal wieder ein bisschen Nahrung
anbauen, dass das auch wieder vollständig läuft. Die haben alle irgendwie gefühlt hier nichts zu tun. Hier geht ihr mal einfach mal Holz sammeln. Geschweige Metall sammeln. Da haben wir auch noch jede Menge Leute hier. Ja, da bleibt auch wieder einer über. Dann gehen wir den zur Nahrung machen und den geben wir dann zur Holzer frei. Ich sehe dich. The general claims there is no mistake. This is the entire reinforcement. These Javelineers and a few light cavalry are all the English command could spare to send us. These outdated units won't be much good against the Scottish hordes. We'll need to advance our nation to the gunpowder age or our forces will be crushed by the Scottish army. We need to start gathering knowledge to advance to the gunpowder age. Knowledge is gathered by building universities and filling them up with scholars. So first, select a citizen and build a university. Damit würde ich jetzt erstmal hier mal so ein bisschen den Weg versperren, damit die auch gar nicht auf die Idee kommen, mich hier nochmal anzugreifen. So, zwischen den Bergen einfach mal rein. So, wählen Sie einen Bürger aus und bauen Sie eine Universität. Ich habe keine Bürger mehr frei, da muss ich also neue erschaffen. Genauso wie damals 2. Und dann mal gucken, was das Ganze jetzt kostet, was der jetzt Universität. Wissenschaft. Dann bauen wir uns jetzt mal die Wissenschaft auf. Und am besten auch direkt verbessern wir mal einfach mal komplett einfach mal die Stadt. Das, was die Stadt benötigt. Um besser Nahrung herzustellen, besser Holz herzustellen. So. Dann baust du das. Ach, immer noch zu wenig Holz. Position fürs Holz ist ein bisschen sehr wenig. Habe ich schon. Ach so. Okay, gut. Dann haben wir das auch schon mal. Aber ich sehe gerade, man kann ja noch was Schöneres bauen für die Metallproduktion. Wir sind hier irgendwie alle dabei, irgendwie ein Durcheinander zu bauen. Mir fehlt noch ein Feld. Also da müsste ich vielleicht auch mal die Fahne wieder wegtun, damit die dann nicht wieder nach vorne zum Holzfäller rüberlaufen. Dann... Ich habe viel zu wenig Holz hier. Ich brauche mehr Holz. Obwohl 10 Burger ist schon viel. Ich brauche wenn dann nochmal 5. Ja, bauen wir hier nochmal 5 auf. Dann bilden wir nochmal 4 Leute aus. Dann haben wir wieder genug was Produktion an dementsprechend an Holz. Karawane, um Reichtum herzustellen, so ein bisschen. Ja. Hier klappt irgendwie auch gar nichts. Build 7 scholars at the university. When a scholar is complete, they appear within the university. Each scholar in a university adds to your knowledge gathering rate. We filled our university to capacity, and we will gather enough knowledge soon to advance to the gunpowder age. However, we spent all our wealth on scholars. We need to start gathering more wealth to refill our coffers. You gain wealth by establishing trade routes with caravans between your cities. To build caravans, we need to first build a market. Good. Now select your market. When caravans are created, they're idle for a moment. They then find an available open route between cities and start to establish a trade route. With sufficient commerce research, a trade route can be established between any 2 cities. We currently have 2 cities. Thus, we only need 1 caravan to generate wealth from the trade route. If you want to generate more wealth, build more cities and caravans to travel between them. While we're waiting for the caravan to generate more wealth for us, we can start looking at other rare resources on the map. Besides the common resources of food, timber, metal, wealth, and knowledge, there are rare resources that we can also control. This is spice, a rare resource. Move your mouse over the spice for help text about the effect spice has on your nation. Okay, wahrscheinlich muss ich jetzt wieder zum Marktplatz und einen Karawan erschaffen, dass der auch direkt dahin geht. Also beziehungsweise eher einen Händler soll ich machen. Wäre hilfreich. Dann lasse ich ihn kurz ausbilden. Fahne wieder weg. So,
Dann kann ich mich jetzt erstmal wieder hier um die Produktion kümmern, dass hier auch wieder was mehr läuft. Also viel zu lernen und auch sehr spannend teilweise, wenn man dann wirklich dann mal richtig loslegen möchte, ist das echt gut. Also hier kann man auch die Produktion um Metall von über 100% erhöhen. Aktuell bin ich bei 175, also damit könnte ich jetzt auch nochmal die Metallproduktion erhöhen oder beim Sägewerk hier das um 200% erhöhen. Genauso geht das genauso mit der Nahrung. Ja, also viel zu tun, sehr spannend und ja, gespannt, was hier drüben alles noch ist. Also der wird nicht leicht sein. Leicht. Zumindest das nicht. Wir haben hier doch noch irgendwas. Achso, ne, das war das eine. So, die Metallmine muss voll sein, Holz ist voll. Das haben wir wohl. Also, dann haben wir auch die Stadt komplett voll. Das heißt, ich könnte mich eigentlich weiterentwickeln. The help text says that we get a bonus for caravan income. This will help us generate even more wealth. We need to build a merchant to take advantage of the spice. Your merchant has set up shop and is now gathering spice for your nation. You have established wealth income by making a trade route between cities and received a bonus by sending a merchant to gather the rare resource spice. Good job. While we've been setting up our trade routes to gather wealth, our scholars have generated enough knowledge to upgrade to the gunpowder age. To advance in age, we need to do research at the library. Select your library. The top row of buttons in the library record your nation's progress through the ages. We're currently in the medieval age, and we want to advance to the gunpowder age. Upgrade to the gunpowder age now. Okay, wir sollen jetzt das Zeitalter wieder ein bisschen erhöhen, dass wir auch die nächsten Truppenstärke auch freischalten können, aber auch andere Sachen. Zum Beispiel zum Weiter erforschen brauchen wir ja dementsprechend auch Schießpulver, ZA, um weiter zu entwickeln. Our nation has advanced from the medieval age to the gunpowder age. Among other advantages, advancing in age allows your units to be upgraded. Also notice that your buildings have changed their appearance to reflect your nation's new status. Select your barracks. The top row of units are ones currently available. Below each unit is its upgrade. Below the elite javelineer is its upgrade, arquebusier. Now let's upgrade our javelineers to modern units before King James attacks. Select the arquebusier upgrade to start researching this new unit type. Also ich habe jetzt die Truppen ausgewählt. Das sind nämlich jetzt die hier. Die hat jetzt gerade irgendwie nichts zu tun. Brauche ich auch 200 Holz. Und dann werden wir jetzt hier erstmal einen Wachturm aufbauen, falls er nochmal angreifen sollte. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an, wenn er jetzt gerade fertig ist. Dass wir das zumindest dann mal so ein bisschen beobachten können, was dann hier passiert. Whenever you research a unit upgrade, all of your old units will automatically upgrade to the new type. Our spies report preparations in Leicester to the north. I think King James has grown restless and is ready for battle. Move your entire military near your city of Winchester to prepare for the attack. Oh, da kommen sie ja schon angegriffen. Also das heißt, ich müsste jetzt wahrscheinlich in dem Fall wieder den Alarm machen, dass die alle wieder zurückgehen. Dann wähle ich jetzt mal die Truppen hier aus von den Gegnern, damit ich auch sehe, so, ja, was haben die noch an Leben? Wie sieht es gerade aus? Aber das scheint hier nicht zu funktionieren. Irgendwie nicht. Ich weiß kein bisschen, aber die kommen mit großen Truppen an. Ja, sieht ganz gut aus. Sehr gut. Ja, ich sollte jetzt mal den Alarm auslösen, also hätte ich mich auch für den Turm hier auch ein bisschen vorbereiten können. Das reiße ich lieber mal ab, damit ich mein Metall wieder zurückbekomme. Ja, sieht gut aus, aber ich könnte mal vielleicht noch ein bisschen mehr hier ausbilden. Weiterentwicklung, ja gut, ist jetzt gerade nicht so besonders. Congratulations. We have defeated the Scottish attack and survived against all odds.
Ja, das war's schon. Das heißt, ich hätte jetzt theoretisch, hätte ich das Ganze nur verteidigen müssen. Ihr habt jetzt gesehen, so ein bisschen erforscht. Ich dachte, ich hätte jetzt auch oben angreifen müssen. War jetzt aber nicht der Fall. Das heißt, keine Stadteroberung, sondern heißt eher so, ja, hier mit Gewürze anbauen, mitnehmen, lernen, wie man das mal die Bewohner in die Stadt zurückbringen kann. Aber da merkt man auch, dass die Produktion auch dementsprechend auch wieder runtergeht, weil die dann alle nichts mehr machen können. Weil hier haben wir zum Beispiel plus 20 und die ganze Entwicklung läuft dann auch so weiter. Aber dazu in der nächsten Folge, das wird dann der Teil 6 von 6 sein, also die letzte Folge. Also wartet bis dahin ab und bis dahin, ciao!